Servus, liebe Leute! Letztes Jahr habe ich euch mein neues Stadtrad in Form des Canyon Commuters vorgestellt. Und die Resonanz auf das Video war so groß, dass ich euch auch meinen neuesten Zuwachs vorstellen möchte. Das ist das Canyon Spectral 29 CF8 von 2021. Ja, richtig gehört, von 2021. Mittlerweile gab es eine Modellpflege, also ein neues Rad von 2022 und auch das nächste Update für 2023 steht sicherlich in den Startlöchern und wird demnächst angekündigt werden. Ich wollte das Spectral aber erst einmal eine Weile fahren, bevor ich meine persönliche Meinung in die Welt hinaus posaune. Bei der Modellpflege, also in 2022, hat sich zudem relativ wenig getan. Das heißt, alles, was ich euch in diesem Video erzähle, gilt auch für das aktuelle Modell. Ich möchte euch erneut einen Einblick geben, warum ich mich für das Spectral entschieden habe, welche Dinge man beachten sollte, wie sich das Teil natürlich fährt und welche Gründe dagegen sprechen, sich das Spectral vielleicht nicht zu kaufen. Und Spoiler, ja, die gibt es. Bevor es losgeht, habe ich erstmal noch ein paar Sekunden Zeit, das Rad wieder zurückzuräumen und ihr könnt in der Zeit meinen Kanal abonnieren. Ich würde es machen. Bis gleich. Los geht's! Canyon beschreibt das Rad als schnell und flowig oder technisch und anspruchsvoll. Wenn du auf der Suche nach einem Allrounder für sämtliche Bedingungen bist, dann wirst du bei diesem Bike fündig. Das ist schon mal eine vollmundige Ansage, aber tatsächlich ist die Modellpalette vom Spectral mittlerweile echt breit. Wie das Kürzel CF829 vermuten lässt, kommt speziell mein Modell mit Carbonrahmen und 29 Zoll großen Laufrädern. Seit 2022 wird das Spectral aber auch mit Aluminiumrahmen, mit 27,5 Zoll großen Laufrädern und in einer gemischten Mallet-Version angeboten. Egal auf was ihr also Bock habt, das Spectral gibt es mittlerweile in jeder erdenklichen Geschmacksrichtung. Und auch die verbauten Teile können sich auf jeden Fall sehen lassen. Ausgestattet ist das CF8 unter anderem mit einer kompletten Shimano XT-Gruppe. Das heißt, einem 12-fach Schaltwerk samt Kassette, nur echt mit 51 Zähnen, einem XT-Schalthebel mit Multi-Release, einer 4-Kolben-Scheibenbremse mit RT86 Scheiben, sowie einer Kurbel mit 32 Zähnen. Das Fahrwerk kommt komplett von Fox in Form der Fox 36 Performance Elite Grip 2 und dem Fox Float X ebenso in der Performance Elite Variante. Vorbau, Lenker und Griffe kommen von Canyon selbst, wobei ich bei mir die Pedale und den Sattel gegen meine eigenen getauscht habe. Getragen wird das Ganze von Laufrädern der Firma DT Swiss Modell XM1700. Darauf befinden sich ab Werk Reifen von Maxxis. An meinem Modell waren das der DHR2 und der DHF. Für die Modelle aus 2022 spendiert Canyon nur jeweils den DHR2 für hinten und für vorne. Zuerst einmal möchte ich sagen, dass ich leider nicht im Lotto gewonnen habe. Denn zugegeben, das Canyon Commuter letztes Jahr war schon relativ teuer und auch für das Spectral wird ein stolzer Preis aufgerufen. Anfang 2021 startete das CF829 bei 3.999 €, ging dann auf 4.299 und landete anschließend bei 4.499 €. Ich meine, klar, über die aktuellen Mountainbike-Preise kann man stundenlang philosophieren und auch ein eigenes Video machen. Aber mir ging es letzten Endes um folgende Punkte. Ich suchte bereits seit längerem endlich nach einem Nachfolger für mein 26 Zoll Mountainbike von Radon. Dabei hatte ich mir auch diverse Alternativen rausgesucht, zum Beispiel das Eugene von Propane. Aber das lag damals bei einer Lieferzeit von 9 Monaten und wäre in meiner Wunschkonfiguration sogar nochmal deutlich teurer gewesen. Und der dritte Punkt für meine Kaufentscheidung war, dass 2021, wir kennen es alle, lange Zeit das Friss- oder Stirb-Prinzip galt. Und als das Spectral dann irgendwann mal im Juli zufällig bestellbar war auf der Canyon-Website, habe ich einfach zugeschlagen. Noch kurz zur Info, mit einer Körpergröße von 186 cm und einer Schrittlänge von 86 cm habe ich mich für die Größe L entschieden, was ich bis jetzt auch immer gefahren bin.
Das passt mir beim Spectral echt gut und erinnert mich auch ein bisschen an die Geometrie bzw. an das Sitzgefühl von meinem alten Rad. Wer ein bisschen größer ist oder ein laufruhigeres Rad wünscht, der sollte sich auf jeden Fall die XL-Variante mal anschauen. Das Spectral wird wie gewohnt in einem typischen Canyon-Karton geliefert. Ähnlich wie bei dem Canyon Commuter war dabei alles sauber verpackt. Empfindliche Teile waren in Folie eingepackt, die Bremsbeläge waren ordentlich gesichert und ein einfacher Drehmomentschlüssel lag zur Montage bei. Und dennoch hatte ich dabei direkt mehrere Problemchen. Der Zug für die Sattelstütze war leicht beschädigt. Kein Problem, aber unschön. Weitaus blöder war die Tatsache, dass ein Gewinde vom Vorbau beschädigt bzw. nicht richtig geschnitten war. Mit etwas Druck konnte ich die Schraube entfernen und auch vorsichtig wieder einsetzen, aber hier bestand ganz klarer Handlungsbedarf. Richtig nervig war dann aber die Fernbedienung für die Sattelstütze. Hier hat man ein ganz bestimmtes Teil bei der Endmontage einfach vergessen. Klingt erstmal harmlos, aber deswegen konnte ich die komplette Fernbedienung nicht am Lenker montieren. Unterm Strich hatte ich dann auch schon keinen Bock mehr aufs Unboxing. Ich habe dann Folgendes gemacht. Als erstes habe ich mir über 3 Ecken dieses kleine Mini-Ersatzteil besorgt, um die Lenkerfernbedienung für die Sattelstütze installiert zu bekommen. Und als zweites bin ich dann hier in Freiburg zum Canyon Service Partner, der mir relativ schnell und relativ kulant das Gewinde vom Vorbau nachgeschnitten bzw. neu geschnitten hat. Fairerweise muss man aber sagen, dass wie beim Canyon Commuter Schaltung und Bremsen gut bis sehr gut eingestellt waren. Lediglich die Kettenführung und die Vorspannung vom Schaltzug musste minimal justiert werden. Und nachdem das dann endlich alles erledigt war, konnte es auch endlich losgehen. Folgendes vorab: Ich bin weder Hochgeschwindigkeitsfahrer noch Sprungakrobat. Für mich ist es wichtig, einen Berg bequem hochzukommen, um dann meine Home Trails oder alpine Strecken gemütlich unsicher zu machen. Gemütlich unsicher. Ja, ich glaube, das lasse ich so stehen. Aber da ihr sicherlich bereits meine anderen Videos kennt, wisst ihr, wovon ich rede. Falls nicht, dann abonniert auf jeden Fall jetzt den Kanal, denn nächste Woche lade ich das Video zur Jungfernfahrt des Spectral hoch. Hier ein kleiner Ausschnitt. Julian hat auch was zu sagen. Ein paar Lämmern. Oh, wir sind an Lämmern vorbeigefahren. Aber es rollt brutal. Alter. Ist wie 2 Kinder, ne? Die Lokomotive zu Weihnachten bekommen. Wie anfangs erwähnt, ist das alles schon ein paar Monate her. Aber wie gesagt, ich wollte ein bisschen Erfahrung sammeln und bin mittlerweile mit dem Spectral ein bisschen rumgekommen. Unter anderem war ich in der Schweiz, zum Beispiel auf der Lenzer Heide. Ein Hoch auf die 29er. In St. Moritz. Da kann man ein bisschen sportlich an. In Davos. Konzentration. In Italien, in Finale Ligure. Kleiner, süßer Rockgarten. In Österreich, im Brandnertal. Ein geiles Panorama. Nice. In Leogang. Oh. Und am Reschensee. Einstieg, sag erstmal Hallo, hier bin ich. Und dann, oh ja, tatsächlich. Und nochmal, drückt unten auf jeden Fall die Glocke, um keins der zukünftigen Videos zu verpassen. Wer ganz genau aufgepasst hat, wird im ersten Ausschnitt festgestellt haben, dass ein guter Kumpel von mir auch das CF8 fährt. In diesem Video fließen also die Erfahrungen von 2 Spectral-Fahrern mit ein.
Also, wie fährt sich das Spectral 29 CF8 denn nun eigentlich? Und zuallererst muss ich nochmal sagen, ich komme von einem 26 Zoll Fahrrad. Der Umstieg auf 29 Zoll ist generell erstmal beachtlich. Im Zusammenspiel mit dem langen Radstand von 1251 mm liegt das Spectral wie ein Brett auf dem Trail. Kleinere Stufen und Wurzeln werden einfach platt gebügelt und wenn ihr eure Finger von den Bremsen lasst, dann wird das Spectral echt schnell. Ansonsten finde ich persönlich, dass der Hinterbau vom Spectral 29 CF8 ein bisschen träge nachläuft bzw. ein bisschen träge einfedert. Im Vergleich zu 26 Zoll bzw. vielleicht auch 27,5 Zoll. Was ich meine ist, große Räder, breiter Lenker, langer Radstand, das bedeutet, da muss man schon ein bisschen mehr arbeiten, um das Spectral 29 um die ein oder andere Kurve zu bekommen. Das liegt sicherlich systembedingt an der langen Geometrie. Wer aber prinzipiell ein etwas agileres Fahrrad sucht, der sollte sich vielleicht bei der 27,5 Zoll Variante bzw. bei der Mallet-Version umschauen. Bergauf merkt man dagegen ganz klar die etwas kopflastige Geometrie mit dem insgesamt 160 mm Federweg. Längere und auch mal steilere Anstiege sind prinzipiell kein Problem, weil die Laufruhe einfach vieles wieder wettmacht. Wer jedoch überwiegend bergauf fährt, der sollte sich vielleicht bei einem Spectral umschauen, was mit weniger Federweg kommt. Bei den verbauten Komponenten kann man echt nicht meckern. Die Shimano-Ausstattung ist mehr als bocksolide und verrichtet ihre Arbeit sauber und zuverlässig. Insbesondere die XT-Bremsen haben es mir mit dem definierten Druckpunkt und der echt starken Performance angetan. Das Fahrwerk von Fox läuft butterweich und je nach Strecke kann es echt beliebig angepasst werden. Und zugegebenermaßen das Grip-2-System von der Fox 36 ist mir für den Alltag sogar schon zu komplex. Viel mehr kann ich zum Fahreindruck auch fast schon gar nicht mehr beisteuern. Wie gesagt, das Spectral 29 läuft echt gut den Berg runter und bügelt vieles platt. Seid euch aber bewusst, dass ihr mit 29 Zoll Laufrädern ein bisschen mehr arbeiten müsst, um agil um die Kurven zu kommen. Falls ihr konkrete Fragen zum Fahrwerk oder zum Beispiel zu meinem Setup habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten folgt wie gesagt nächste Woche das Video zur Jungfernfahrt. Oh mein Gott, jetzt hat er ein Kapitel Probleme genannt. Was ist da los? Ich habe ja schon beim Unboxing ein paar unschöne Sachen festgestellt. Erstens war eine Zuleitung geknickt, dann fehlte mir ein wichtiges Bauteil für die Lenkerfernbedienung und ein Gewinde war nicht ordnungsgemäß geschnitten. Es gibt aber ein weitaus größeres Problem, was jeden Spectral-Besitzer heimsuchen kann. Und zwar ist das der Knackfrosch. Klingt erstmal ganz niedlich, kann aber super nervig werden. Canyon hat sich für das Spectral nämlich was ganz Besonderes ausgedacht. Oberhalb des Steuersatzes bzw. unterhalb der Vorbausspacer existiert keine Dichtung oder ähnliches. Hört sich harmlos an, doch dadurch gelangt relativ schnell Feuchtigkeit und/oder Schmutz in das Steuersatzlager. Und das Ergebnis ist ein Knackgeräusch, sobald der Lenker beim Fahren belastet wird. Also immer. Bereits nach der ersten oder zweiten Ausfahrt hat sich das bemerkbar gemacht und spätestens bei meinem ersten Ausflug in die Schweiz klang das Canyon Spectral dann genau so. Wenn ein Mountainbike so klingt, dann weckt das weder Vertrauen und die Freude am Fahrspaß ist dahin. Ich bin auf Spurensuche gegangen und bin natürlich in Deutschlands größter Mountainbike-Community gelandet und zwar im Forum von mtbnews.de. Den Link zum Thread bzw. zum Thema verlinke ich euch gern unten in der Videobeschreibung. Das fehlende Bauteil zur Montage der Lenkerfernbedienung, kein Einzelfall, auch andere Besitzer berichten darüber. Das Wort Knackfrosch kommt sogar von der Community selbst, weil nicht nur mein Kumpel und ich, sondern viele andere Spectral-Besitzer auch davon betroffen sind. Und ein weiteres Thema ist der, Achtung, der Nussknacker. Denn zwischen dem Hinterbau und dem Hauptrahmen gibt es einen kleinen Spalt, der vom Hinterrad ordentlich mit Dreck und Schmutz befeuert wird. Und das sah bei mir in Italien dann zum Beispiel so aus.
Beim Einfedern wird dieser Dreck dann gegen den Rahmen gepresst und kann den Rahmen oder zumindest den Lack beschädigen. Zusätzlich werden an dieser Stelle Schalt- und Bremszüge verlegt. Einige Fahrer berichten, dass durch diese Öffnung Schmutz und Wasser in den Rahmen gelangen und ebenso zu Geräuschen führen kann. Während meines Urlaubs in der Schweiz habe ich dann den Steuersatz einfach mal auseinandergebaut und tatsächlich konnte man direkt erkennen, dass sich dort etwas Schmutz angesammelt hatte. Einmal sauber gemacht, ordentlich neu geschmiert und dann schien zumindest das Problem behoben. Aber nicht für immer. Dieses Frühjahr kam das Problem mit dem Knacken direkt wieder zurück. Wieder auseinandergebaut und diesmal war sogar noch etwas mehr Schmutz und Schmodder im Lager. Aber auch das hielt nicht lange, also musste ich erneut zum Canyon Service Partner. Und der hat genau das gleiche gemacht. Auseinandergebaut, gesäubert, neu gefettet. Eine langfristige Lösung konnte man mir nicht anbieten. Aber was sagt denn jetzt eigentlich der Hersteller dazu? Als erstes habe ich versucht, Canyon telefonisch zu erreichen. Da bin ich aber schon am Sprachroboter gescheitert. Der hat mir nämlich versichert, dass es für mein technisches Anliegen derzeit keine Mitarbeiter gibt und hat dann einfach aufgelegt. Die zweite Option war der Canyon Chat-Roboter auf der Website, wenn er denn mal online ist. Der hat mir leider aber genau das gleiche gesagt und hat meine Anfrage recht schnell beendet. Also habe ich als dritten Versuch Canyon eine E-Mail geschrieben. 2 Wochen sollte die Antwort dauern und nach 4 Wochen kam nichts. Als ich dann aber gesehen habe, dass auf den Social-Media-Plattformen Online-Redakteure aktiv sind, habe ich mein Anliegen über Facebook geschickt. Über Facebook. Und siehe da, innerhalb von wenigen Tagen habe ich plötzlich eine Antwort auf meine Support-E-Mail bekommen. Und da hieß es, wir möchten dich bitten, dich an deinen Canyon Service Vertragspartner zu wenden. Genau das habe ich ja schon gemacht, als ich beim Servicepartner das Gewinde vom Vorbau neu schneiden lassen musste. Aussage war, reinigen, neu fetten, der Rest, da muss sich Canyon drum kümmern. Ich möchte das Thema jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. In der Community behelfen sich die Leute teilweise mit Umbauten vom Vorbau oder mit Slabber-Tape, um den Dreck vom Hinterbau fernzuhalten. Aber ganz ehrlich, ganz egal wie normal diese hohen Mountainbike-Preise mittlerweile erscheinen, wir reden hier von einem Fahrrad im Wert von über 4.500 €. Also entweder treten diese Fehler erst gar nicht auf oder sie werden kulant beseitigt. Beides ist bis jetzt bei Canyon nicht der Fall. Ich hatte vorher schon gehört, dass Canyon jetzt nicht den besten Ruf hat, was den Support angeht, aber das ist bis jetzt speziell für mich ein absolutes No-Go. Puh, das war ein kleiner Stimmungsdämpfer. Bevor ich aber zum Fazit komme, möchte ich euch, falls ihr überlegt, das Spectral zu kaufen, ein paar Tipps mit an die Hand geben. Das Spectral wird gänzlich ohne Folierung ausgeliefert. Der Lack bzw. die Beschichtung ist meines Erachtens aber relativ empfindlich, da solltet ihr auf jeden Fall vorsorgen. Ich habe mich für die Folie von Do You Even Drift Bro ausgesucht, mir verschiedene Einzelteile bestellt, die zurechtgeschnitten und dann auf das Spectral aufgebracht. Dazu 2 kleine Hinweise. Trotz aller Sorgfalt wird die Folie ein paar Flecken werfen. Beruhigt euch, gebt der Folie 1 bis 2 Tage Zeit und diese Flecken werden von alleine verschwinden. Und wenn ihr Sticker oder Schutzfolien zurechtschneiden müsst, dann rundet alle Ecken ab. Ich habe das an 2 Stellen nicht gemacht und das sind genau die Stellen, die sich als erstes wieder gelöst haben. Gegen Dreck im Gesicht hilft ein Mudguard. Ich habe mich für das Original-Zubehörteil von Fox entschieden. Im Gegensatz zu anderen Lösungen wird das nämlich fest mit Schrauben und nicht mit Kabelbindern installiert. Der Platz für Trinkflaschen am Spectral ist begrenzt. Meine Wahl fiel auf Fitlock, denn da passt die kleinste Flasche gerade so in die Rahmengröße L und außerdem finde ich das System ziemlich clever. Damit ihr euch nicht unschöne Kratzer und Beschädigungen einholt, kann ich euch nur empfehlen, für eure Kurbelarme so kleine Gummischoner zu holen. Die kosten wenig Geld, ich habe mich hier für eine Variante von Raceface entschieden und werden euch einigen Ärger und unschöne Kratzer, wie gesagt, ersparen. Die meisten von euch werden sicherlich auf Tubeless umrüsten, deshalb ist der folgende Tipp vielleicht uninteressant, aber ich bin noch ganz klassisch, ein Lauch mit Schlauch. Beim Spectral sind aber irgendwelche No-Name-Schläuche verbaut. Erstens ist da die Pannensicherheit nicht wirklich gut und zweitens sind die mit 235 Gramm echt sackschwer.
Ich bin hier auf die Schwalbe Leitschläuche umgestiegen. Mit denen habe ich bis jetzt tatsächlich immer gute Erfahrungen gemacht und die sparen euch 100 Gramm pro Laufrad ein. Auch hier gilt, wenn ihr weitere Fragen oder sogar eigene Tipps habt, dann schreibt sie mir unten gerne in die Kommentare. Oh Mann, ich glaube, das Video ist schon wieder viel länger geworden, als ich eigentlich wollte. Also gebt mir noch kurz den Moment, ich versuche jetzt abschließend ein Fazit für das Canyon Spectral 29 CF8 zu formulieren. Zuerst einmal die Pro-Punkte. Das Spectral liegt mit seiner Geometrie und dem Federweg und den Komponenten wie ein Brett auf dem Trail. Egal ob bergauf oder dann vor allem auch bergunter, das Spectral wird euch sicherlich gefallen und kann deshalb tatsächlich als guter Allrounder bezeichnet werden. Wer sich mehr Agilität wünscht, der sollte sich einmal die 27,5 Zoll oder die Mallet-Variante ansehen. Die Ausstattung samt Fox-Fahrwerk lässt keine Wünsche übrig. Kurz und knapp. Punkt. Es gibt zudem beim Spectral ein paar sehr clevere Ideen, wie ich finde. Zum Beispiel die gut umgesetzte interne Kabelführung, die nach über einem Jahr keinerlei Probleme gemacht hat. Austauschbare Gewinde im Rahmen, falls bei der einen oder anderen Reparatur doch mal was schiefgehen sollte. Ein geschraubtes Tretlager, was die Wartung definitiv vereinfacht. Und einen integrierten Flipchip, mit der ihr die Geometrie etwas anpassen könnt. Leider gibt es aber auch ein paar Kontrapunkte. Die Qualität der Endmontage schwankt, was zu fehlerhaften Gewinden oder komplett fehlenden Teilen führen kann. Außerdem ist die Lackqualität nicht die beste, wobei ich hier zugeben muss, dass ich keine weiteren Erfahrungen habe bei anderen Rädern, was die Beschichtung bzw. Lackqualität bei Carbonrahmen angeht. Und man muss natürlich sagen, klar, es ist ein Mountainbike, es ist ein Sportgerät, das über irgendwelche Trails gejagt wird. Also früher oder später werdet ihr da die ein oder andere Macke einfach im Rahmen haben. Die Konstruktion des Steuersatzes ist mir nach wie vor ein Rätsel, weil das Spectral dadurch eine super nervige Schwachstelle erhält, die regelmäßig oder zumindest sehr intensiv gewartet werden muss. Und daran schließt sich meine Erfahrung mit dem Canyon Support an, die für mich absolut nicht zufriedenstellend ist. Abschließend muss ich aber auch sagen, dass das Canyon Spectral, speziell eben das 29 CF8, im Vergleich zu Konkurrenzmodellen immer noch relativ günstig ist. Aber ganz ehrlich, aufgrund meiner Erfahrung mit dem Herstellersupport würde ich mir Stand heute das Canyon Spectral nicht nochmal kaufen. Habt ihr eigene Erfahrungen mit dem Canyon Spectral gesammelt oder überlegt ihr euch, es zu kaufen? Schreibt es mir wie immer gerne in die Kommentare, würde mich echt interessieren und ich versuche wirklich immer jedem zu antworten. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, lasst gerne ein Abo da und natürlich noch einen Daumen nach oben, würde mich riesig drüber freuen. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis dahin.